Heute bei den Lately News hat sich der AfD-Bundestagsabgeordnete Stefan Brandner erneut geweigert, in einem ICE auf Rügen einen Mund- und Nasenschutz zu tragen und damit für einen Polizeieinsatz gesorgt. Als ob die Bahn nicht so schon Probleme hätte mit der Pünktlichkeit. Stefan Brandner behauptete beharrlich dabei, dass ein Mund- und Nasenschutz seine Persönlichkeitsrechte verletze. Allerdings verletzte sein Gesicht auch die Persönlichkeitsrechte sämtlicher anderer Reisender, weswegen ihn die Polizei eine Hannibal-Maske anschraubte. Und damit sieht er viel besser aus als vorher, meinte sogar seine Frau. Noch mehr gleich bei den News. Hier ist Berlin mit der einzig wahren Nachrichtensendung dieser und der nächsten Welt. Das sind die Lately News, denn alles andere da draußen sind nur Fake News. Natürlich auch heute Abend wieder mit mir, Florian Streletz, bekannt von unzähligen Plakaten, auf denen ich zeige, dass man auch ohne Alkohol Spaß haben kann. Warum ich so fröhlich auf den Plakaten war? Weil ich voll auf Kokain war. Keine Macht dem Alkohol. Außerdem, falls du glaubst, genauso cool zu sein wie ich, dann hau mit der Faust auf den Abo-Button und die Glocke, denn nur so haben wir die Chance, 60 Minutes auch quotentechnisch weiter abzuhängen. Natürlich bin ich heute wieder nicht allein im Studio, sondern auch dieses Mal werde ich unterstützt von den einzigartigen Lately News Korrespondenten aus allen Ecken der Welt. Ob aus New York, Sydney, Bielefeld oder aus Erfurt, wo gerade jemand gemerkt hat, dass er in der Teeküche nichts für den Kaffee bezahlen muss und sich deshalb gleich ein paar Tassen fürs Wochenende aufbrüht, ist doch einfacher, als den gemahlenen Kaffee mitzunehmen. Außerdem präsentiert uns heute unser Sonder-Star Trek-Korrespondent Indy Jones die neuesten Trends aus dem Alpha-Quadranten. Oder Beta-Quadranten? Oder ach Indy, übernimm doch einfach mal. What can I get for you? Vielen Dank an dich, Indy, für deinen Report. Und damit ist es auch wieder einmal Zeit für die wichtigsten Nachrichten der Woche. Und deshalb fangen wir an mit Berlin. Immer wieder werde ich gefragt, wie ich es mir leisten kann, jede Woche ein neues Auto zu fahren. Erst einmal wegen meines hochdotierten Vertrages bei RTL, der sicherstellt, dass diese Sendung nicht auf RTL laufen muss. Und zum anderen, weil ich schon früh von meiner Tante Erna gelernt habe, wie man Autos knackt. Am besten geht das noch heute mit einem Schraubendreher oder, wie man ihn auch in gewissen Kreisen nennt, einem Spandauer Autoschlüssel. Am liebsten klaue ich persönlich immer die Autos von meinem Nachbarn Günther Jauch. Aber der ist auch selber schuld, wenn er sich immer gleich ein neues Auto kauft, nur weil das alte weg ist. Dementsprechend ist Berlin die Lieblingsstadt der Autodiebe, wo pro Jahr über 3000 Autos gestohlen werden. Und am häufigsten werden dabei SUVs von Toyota geklaut.
Was ja gut ist, weil dadurch der Schrott von Toyota von den Straßen Berlins verschwindet. Und dementsprechend sollte der Berliner Senat die Autodiebe vielleicht dafür belohnen. Also, liebe Toyota-Autodiebe, einfach bei der nächsten Polizeiwache melden und dann klappt das schon. Währenddessen in Bombay. Ich persönlich hatte ja das Glück, als renommierter Journalist mit einer eigenen TV-Show, also nicht der hier, sondern der echten beim MDR, schon Anfang November eine PlayStation 5 von Sony zugeschickt zu bekommen. Mit meinem Fazit: meine Fresse, ist die PS5 scheiß hässlich. Als ob ein Baustudent einen Block Plastik geformt hat zu einem Meisterwerk und den Abfall dann als Gehäuse für die PS5 genommen hat. Wenn Tony Stark darüber nachdenkt, sich eine Hundehütte zu bauen, dann sieht die vermutlich genauso scheiße aus wie die PS5. Aber ganz andere Probleme als dieses Design hat Sony in Indien. Denn dort könnte es sein, dass die PS5 nicht mehr länger als PS5 verkauft werden darf. Denn die Markenrechte an dem Namen PS5 hatte sich 2019 ein Mann aus Bombay gesichert und verkaufte seitdem eine eigene Spielkonsole. Jedoch kein einziges Spiel abspielen kann und von der er noch nicht eine einzige verkaufen konnte. Leider gibt es von der kein einziges Bild, aber ich gehe einmal stark davon aus, dass sie trotzdem besser aussieht als die PS5 von Sony. Noch zum Abschluss: das Fake News Medium der Woche ist dieses Mal das Pirsch-Magazin. Es hat sich gezeigt, dass das Failing Pirsch-Magazin nur vollgestopft ist mit Fake News. Meine Wahrsagerin und Steuerberaterin Olga das Medium hatte mir beim letzten Mau-Mau-Kartenlegen in selbigen mit ihrem Glasauge und ihrer Piratenaugenklappe auf dem anderen Auge gelesen, dass ich aufpassen sollte, weil jemand auf der Pirsch nach mir ist. Sollte es mein Nachbar Günther Jauch sein, der nach 8 Wochen aus dem Krankenhaus entlassen wurde, wegen einem schweren Autounfall, weil irgendjemand mit einer Freitagsnachrichtenshow den Bremsschlauch seines Jagos durchgeschnitten hatte? Oder sollte es mein anderer Nachbar sein, ein ehemaliger veganer Koch, der heute auf einem Messenger-Dienst alles in Großbuchstaben schreibt, ohne dabei zu merken, dass er so wirkt, als würde er auf der Toilette sitzen und jeden seiner Gedanken in sein Telefon schreien? Jedenfalls fand ich bei ihm in seinem Tiefkühler nicht nur angebissene Steaks aus England von 1996, sondern auch das Pirsch-Magazin, von dem ich nun hoffte, dass es mir helfen könnte, selber auf die Pirsch zu gehen. Tat es aber nicht. Deshalb sei gewarnt, Pirsch-Magazin, die dunkelgelbe Lately Fake News Karte an dich und du liegst ab sofort wieder als Beilage für den verpeilten veganen Vollpfosten, Hammer-Alliteration übrigens, auf dem Teller. Das waren die Lately News. Noch einmal besten Dank an unseren Sonderkorrespondenten Indy Jones. Und wir sehen uns wieder am Montag. Und nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.